Einmal, es war schon weit nach Mitternacht, war Leo mal wieder durch die inzwischen eingebaute Katzenklippe verschwunden. Kurz darauf hörten wir lautes Geschrei. Leo war in einem wilden Kampf mit einem streunenden Kater verwickelt. Als Blut spritzte und wir uns richtig Sorgen um unsere Katze machten, ging Frank dazwischen und wurde in die Wade gebissen. Eine tiefe, klaffende Fleischwunde. Man konnte sogar den Abdruck der Zähne sehen. Aber Frank machte nicht viel Aufhebens und wusch die Wunde unter fließendem Wasser aus. 2 Tage später, wir wollten gerade zum Segeln gehen, war sein Bein bis zum Knie dick angeschwollen. Er konnte auch kaum noch laufen. »Ich kann das Bein höchstens amputieren«, lachte unser Doc, als wir im Hospital eintrafen. Es war wieder einer dieser Tage, an denen er besonders gut drauf war. Er verabreichte Frank hohe Dosen Penicillin und meinte beim Verabschieden, ich sollte aufpassen, dass, wenn Frank Atemaussetzer im Schlaf hätte, ich ihn dann sofort rufen müsste. Ich tat in dieser Nacht kein Auge zu. Während ein unglaubliches Unwetter mit Blitz und Donner über uns hinwegfegte, lauschte ich auf Franks Atemzüge. Der Regen prasselte gegen die Scheiben. Am nächsten Morgen war die Luft schwer von Salz und Feuchtigkeit und das nächtliche Unbehagen wich etwas. Aber das Penicillin half und bald darauf konnte Frank wieder laufen und war gesund. Die Zeit verging, obwohl ich es nicht merkte. Bald war es schon Ende Juli. Frank hatte Geburtstag und wir feierten ein großes Fest. Sogar Freunde von der ersten Baustelle, die inzwischen in der Buck arbeiteten, kamen. Frank hatte den Lehrer, den Arzt, den Taucher, der die Hafenarbeiten unter Wasser leitete, eingeladen. Der Bauleiter brachte seine Frau und Sadiki mit. Die beiden Männer von Marie und Biggie, die schon zur Entbindung nach Deutschland geflogen waren, freuten sich auch über die Abwechslung. Der Abend war sehr schön. Irgendwie hatte Frank es geschafft, den Kassettenrekorder zum Laufen zu bringen, und so wurde sogar in unserem Wohnzimmer und auf der Terrasse getanzt. Obwohl der Arzt keinen Tropfen Alkohol anrührte, war er der lustigste von uns allen. Der Lehrer hingegen, ein dicklicher Mann Mitte 30 mit Ziegenbart, schüttete den Alkohol nur so in sich hinein. Als ich im Laufe des Abends einmal neben ihm saß, hielt er mir ein Plädoyer über die Sterne. Er hatte beim Anblick des Himmels in der Nacht die gleichen Gefühle wie ich. Er sprach von einer Traurigkeit, gepaart mit Sehnsucht, die über ihn käme, sobald er nach oben schaute. Und dass er sich betrinken würde, weil er es anders nicht ertragen könnte. Ja, die Einsamkeit und den Sternenhimmel. Später am Abend, als er total betrunken war, erzählte er mir, ich kann mit meinen Schülern nicht über die Besonderheit des Orients reden. Sie sind so hohl. Aber, meinte er zynisch, seit ich ihre Eltern kennengelernt habe, bin ich geduldig. Im Gegenteil, ich habe inzwischen Hochachtung vor meinen Schülern. Seine Schüler mussten ihn übrigens am nächsten Morgen aus dem Bett holen, indem er noch in den Klamotten des Vorabends lag. Er hatte verschlafen und ging so, wie er war, in die Klasse. Es war nicht das erste Mal, dass das passierte. Ich bin wirklich so stolz auf euch, meine lieben Follower. In so kurzer Zeit hat der Kanal schon knapp 500 Stammhörer. Und jeden Tag kommen neue dazu. Dankeschön, es freut mich wirklich sehr. Es fehlen nur noch die Abos, denn die kosten ja nichts. Und die Likes auch nicht. Es wäre wirklich super, wenn die auch noch steigen würden. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Eure Hilde.